Ich bin zu euch gekommen, um meine zweite Operation machen zu lassen. Ich hatte eine Brustvergrößerung in einer anderen Klinik und bevor ich zu der Klinik gegangen bin, hatte ich 4 Beratungsgespräche in verschiedenen Kliniken und 2 in der Klinik, wo ich mich auch operieren lassen habe. Wir hatten das Gespräch, dass ich gerne ein volles C-Körbchen haben möchte. Das hatten mir alle Ärzte auch versprochen, dass es geht, und bei dem Beratungsgespräch guckt man sich das ja auch an, und ja, dann hat die Ärztin zu mir auch gesagt, machen wir, das ist kein Problem. Nach der OP hat sie mir dann gesagt, dass das mit dem vollen C nicht machbar war. Ich war da ein bisschen geknickt, man überlegt sich das 10 Jahre und ich bin sportlich auch sehr aktiv, und die OP war halt dann schon so, wo man dann fragt, so mache ich das oder mache ich das nicht. Ja, ich habe es dann gemacht, weil ich es auch für mich einfach machen wollte. Bei dem zweiten Kontrolltermin hat sie mir dann gesagt, wie ich es finde. Dann habe ich gesagt, ja, dass ich noch ein bisschen geknickt bin, dass das mit dem vollen C nicht geklappt hat. Und dann hat sie gesagt, okay, wir können das doch machen. Aber dann müsste ich nochmal eine gewisse Summe dafür zahlen. Ich bin dann zum Auto gegangen und habe vor Wut geweint, weil ich einfach sauer war, dass man kann nicht nach 2 Wochen, habe ich einfach gedacht, sagen, ja, ich kann dir das jetzt nochmal machen, weil die erste OP war ja auch, ja, diese typischen OP-Preise. Ich wollte schon einen guten Preis zahlen, nicht billig, kann man es ja überall machen. Das ist ein Ding, wo man sich dann halt auch wohlfühlen möchte. Ja, und dann habe ich wirklich mit mir gekämpft. Und sie hat mir dann gesagt, dass ich ein Jahr warten muss, bis sie das machen kann. Es ist halt wieder viel Geld, was du dann in die Hand nehmen musst. Ja, habe dann nochmal der Klinik eine E-Mail geschrieben mit allem, was passiert ist. Nach der OP hat sie mir dann nochmal auf diese E-Mail geantwortet und hat mir dann geschrieben, dass es nicht möglich ist mit dem C-Körbchen. Ich war irritiert und war sauer. Wie kann sie mir diese E-Mail schreiben? Wenn ich diese E-Mail vor meiner OP bekommen hätte, hätte ich diese OP bei dieser Ärztin nicht machen lassen. Jetzt muss man sich natürlich mal die Geschichte der Patientin ein bisschen genauer anschauen. Was ist hier im Vorfeld passiert? Die Patientin hatte eine etwas asymmetrische Brust. Nun, Brüste sind Schwestern und keine Zwillinge. Der alte Spruch, also die sind immer ein bisschen asymmetrisch. Die Patientin geht zu einem Schönheitschirurgen und sagt, ich möchte gerne Brustvergrößerung. Da wird gesprochen, da wird überlegt, da wird gemacht und getan, dann wird festgelegt, was gemacht werden soll. Dann kommt der große Tag der OP. Es wird gemacht und es wird nicht so gemacht wie besprochen. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat, das kann ich nicht sagen. Ich weiß aber auch, dass ich natürlich verstehe, dass eine Patientin traurig ist. Sie hat sich innerlich natürlich auf ein Ergebnis eingestellt. Und ohne, dass man das ihr erklären konnte technisch, ist gesagt worden, ja, das ging halt einfach nicht. Später wurde dann, glaube ich, sogar nochmal gesagt, das geht jetzt doch und da muss sie aber nochmal zahlen. Das ist natürlich ehrlicherweise kein Ritterschlag für unser Fach, ne? Sondern unser Ziel ist ja immer, vernünftig zuhören, vernünftigen Plan machen und diesen Plan auch umzusetzen. Ich bin über Instagram auf ein Posting gestoßen von euch, Praxisklinik am Rosengarten, und da hat die Jule von sich ein bisschen erzählt, dass sie im Marketingbereich zuständig ist und die E-Mails bearbeitet. Dann hat die Jule mich angerufen und hat sich nochmal Zeit genommen beim Telefonat und gesagt, komm mal vorbei und wir reden nochmal darüber. Das fand ich sehr gut. Nachdem Jule dann aufgelegt hat, bin ich aus dem Auto gestiegen und ich bin eine verrückte Nudel. Ich hüpfe dann auch mal rum, wenn ich glücklich bin. Bin dann rumgehüpft. Mein Freund kam da gerade mit unserem Hund entgegen und sagt, worüber freuen wir uns gerade? Was ist hier los? Ich habe gesagt, sie hat angerufen, ich kann noch mal hinkommen, und die hören sich das noch mal an, und ja, das hat wirklich den Tag gerettet. Ja, dann habe ich gesagt, gehst du erstmal hin, und dann bin ich zu der Sonja Kästner, habe mein Beratungsgespräch gehabt und war auch sehr glücklich, dass sie einfach zugehört hat, sich das Problem auch angeguckt hat. Die Patientin kam dann ja zu uns in die Sprechstunde und war natürlich ein bisschen betrübt, das haben wir erstmal aufgefangen, und natürlich unsere Idee ist immer zu sagen, Mensch, lass uns nicht nach hinten gucken, lass uns nach vorne gucken, es hilft ja alles nichts. Wir müssen ja gucken, dass wir einfach das Ergebnis erreichen, was gewünscht ist. Uns war aber schnell klar, Implantate sind kleiner als gewünscht, wir müssen die Implantate wechseln. Nachdem ich mit Frau Kästner gesprochen habe, bei dem Beratungsgespräch hat sie mir auch gesagt, beim C-Körbchen müssen wir bei 350 bis 390, 400 würden wir auch bei der OP dann ausprobieren. Da habe ich gesagt, ja, umso voller würde ich es auch schöner finden. Und ja, wir hatten uns erst vor der OP auf 390 bis 400 geeinigt.
Ja, und ich habe aber einen Tag vor der OP geträumt, dass ich geplatzt bin. Deswegen habe ich mich dann entschieden, doch für 375. Der Dr. Spanholz und Frau Kessner haben dann nochmal nachgefragt vor der OP, was ich lieber haben möchte. Und dann habe ich gesagt, ja doch, lieber die 375 Milliliter, da kommen wir ja auch auf das volle C. Und habe mich gegen die 400 entschieden. Das kann ja jeder für sich machen und ich bin wirklich sehr zufrieden. Eine interessante Sache in diesem Falle war, dass die Implantate falsch gewählt waren, wissen wir jetzt, aber dass die Brust auch auf verschiedenen Höhen waren. Und das liegt auch einerseits in der Ausgangssituation, die Brüste waren nicht genau gleich, das hat mir die Patientin ja gezeigt auf Bildern, ich konnte es ja so nicht mehr sehen, weil sie waren ja schon operiert. Aber es war noch ein anderes Problem entstanden, und zwar dadurch, dass durch die Brustwarze operiert wurde und man die Höhle sozusagen von oben gebaut hat, hat man es nicht geschafft, den Unterpol der Höhle auf die gleiche Höhe zu tun. Das heißt, die Brust war von vorne betrachtet auf unterschiedlichen Höhen. Das heißt, wir wollten ja nicht noch eine zusätzliche Narbe machen, also haben wir wieder die Brustwarzennarbe natürlich genommen. Dann haben wir das Implantat rausgeholt, das alte. Dann haben wir das ersetzt durch ein Implantat, wie die Patientin das wollte, nachdem wir aber die Implantathöhle angepasst haben von der Größe. Die musste ja auch größer werden. Und auf der einen Seite musste sie auch noch ein Stück tiefer werden, weil um das auszugleichen, mussten wir die Implantathöhle noch versetzen. Das hat die ganze Sache ein bisschen tricky gemacht, aber das Ergebnis ist, Eigenlob stinkt, aber das Ergebnis ist echt gut geworden und Patienten glücklich. Also Haken hinter, genauso wie wir es wollen. Ich bin ja auch Funke-Mariechen und da überlegt man sich mehrmals, ob man das machen möchte, so eine OP, weil man halt schon 6 bis 12 Wochen ausfällt. Und das bedeutet, wir haben 3-mal die Woche Training. Ich trainiere bei den Roten Husaren in Kerpen Mannheim und da ich einen Tanzpartner habe, ist es auch, dass du mit deinem Tanzpartner sprechen musst, machst du das, machst du es nicht und du fällst dann aus, dann kriegt dir jemand anderes und in der Zeit bist du dann weg, dann bist du halt in der Zeit Bodenmädchen, was nicht schlecht ist, aber ich springe durch die Gegend gerne und fliege auch gerne durch die Gegend und Sport ist halt schon wichtig für mich und das habe ich halt dann auch nochmal angesprochen und gesagt, mache ich das nicht und ja, aber es ist so eine Sache für mich gewesen, die ich unbedingt machen wollte und deswegen habe ich die OP gemacht und es ist nicht das letzte Mal, dass ich durch die Gegend fliege und das werde ich auf jeden Fall machen. Und meine Tanzmädels freuen sich auch, mein Tanzpartner auch, dass ich glücklicher bin. Ja. Hey Leute, ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat und ihr heute ein bisschen was lernen konntet über auch Rettungsoperationen nach Brustvergrößerung. Wenn euch das Thema Brustvergrößerung generell interessiert, schaut euch doch unser Video zum Thema Brustvergrößerung mit Eigenfett an. Oder wenn ihr wissen wollt, wer ist eigentlich Naina Blabla und was hat sie über uns zu berichten, dann schaut euch ihr Video über die Praxisklinik am Rosengarten an. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und uns einen Daumen nach oben zu geben. Vielen Dank, ciao, euer Timo Spanholz.